Willkommen zu Sweet Home Alabama in 10 Minuten. Ich möchte dir in diesem Video das weltbekannte Riff von dem Song zeigen, weswegen du wahrscheinlich auch hier bist, und noch ein bisschen auch was zu den Akkorden, die du in dem Stück brauchst. Jetzt legen wir los und ich zeige dir mal, was du jetzt in diesem Video genau dann lernen wirst. Das Riff und die Akkorde natürlich. Sweet Home Alabama, where the skies are so blue. Lord, I'm coming home to you. So, also los geht's. Ich zeige dir Schritt für Schritt, was du hier können musst, um richtig Spaß jetzt auf der Gitarre zu bekommen. Es ist gar nicht mal so schwer. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Gitarre. Du kannst das Ganze natürlich auch auf einer akustischen Gitarre spielen. Das funktioniert auch. Original ist halt mit einer E-Gitarre gespielt. Ich habe hier so eine Fender Stratocaster und die zweite Pickup-Position gewählt von unten. Ne? So, das ist so der Sound, der dem am nächsten kommt. So als kleine Information für dich am Rande. Wir starten mit einem D-Dur-Akkord, beziehungsweise einer abgespeckten Version. Eigentlich ist es ein D-Power-Akkord. Und zwar Zeigefinger in den zweiten Bund auf der G-Seite, das ist die dritte von unten, und den Ringfinger auf die dritten Bund, die H-Seite, das ist die zweite von unten. Und dann schlägst du die D- und H-Seite an, das ist die von mir aus dritte, vierte und fünfte Seite. Ja, die Finger steil genug hinstellen, sodass die sich nicht gegenseitig hier versehentlich abdämpfen oder so etwas, ja, dass du mit dem Zeigefinger gegen die D-Seite kommst oder sowas. Was wir nicht brauchen, ist die hohe E-Seite in dem Fall. Da kannst du ja mit der Rückseite dann tatsächlich abdämpfen, ja? Oder du lässt hier den Mittelfinger im zweiten Bund auf der hohen E-Seite auch liegen. Das ist dann auch nicht schlimm, wenn du den D-Dur-Akkord schon gewohnt sein solltest. Aber es geht darum, dass du eigentlich nur die D-, G- und H-Seite anschlagen sollst. Weiter geht es dann zum C-Akkord. Auch ein bisschen anders, als du ihn vielleicht schon kennen solltest. So kennst du ihn wahrscheinlich. Wir greifen jetzt hier einen C-Sus2-Akkord. Der Ringfinger bleibt nämlich liegen, das ist das Coole bei dem Stück. Und der Mittelfinger geht in den dritten Bund auf der A-Seite. Also keine Sorge, das ist die Basis auch für das Riff. Ne? Ich zeige dir nur jetzt erstmal die dafür grundlegenden Akkorde, die du brauchst. So. Dann dämpfst du aber mit dem Mittelfinger hier die D-Seite ab. Das ist die dritte Seite von dir aus. Du greifst hier auf der zweiten Seite im dritten Bund, auf der A-Seite, und dann klingt das so. Und dann ist die Seite tot. Eine Dead Note. Und dann die leere G-Seite und natürlich die H-Seite, wo hier noch dein Ringfinger wartet. Geiler Akkord. Und dann der nächste Akkord ist der G-Dur-Akkord, beziehungsweise ist auch eine etwas abgespeckte Variante. Da machst du das gleiche jetzt, was du vorher beim C gemacht hast, aber von der E-Seite aus im dritten Bund, und du dämpfst die nächste Seite, das ist dann die A-Seite, das ist die zweite Seite, die muss stumm sein. Und mit diesen 3 Akkorden kannst du dich eigentlich durch das fast komplette Stück durchspielen. Einfach mal zu der Aufnahme mitzocken. Die Gitarre ist in Normalstimmung gestimmt, also kannst du direkt loslegen. Das Coole ist, du hast den Ringfinger die ganze Zeit hier im dritten Bund auf der H-Seite. Ja, selbst wenn du dieses Riff noch nicht spielen kannst, gehen wir gleich darauf ein, kannst du aber so schon mal einen Überblick über die Akkorde bekommen und überhaupt ein Gefühl für das Stück haben. Musik machen, mitspielen zu der Aufnahme. Und im Abschlag, wichtig wie gesagt, dass die Seite neben dem Mittelfinger, wenn du C und G greifst, dass die stumm ist. So, kommen wir jetzt zu dem Riff an sich. Wenn du diese Akkorde dann drauf hast, ist das schon mal eine sehr gute Basis. Du schlägst die D-Seite an und dämpfst danach sofort ab. Ja, das erstmal üben, dass du das hier mit der Handkante machst. Dann schlägst du die Seite nochmal an. Dann lässt du aber klingen. Und dann schlägst du mit einem weiteren Abschlag, also du machst beides mit einem Abschlag, die H-Seite an und dann die G-Seite mit einem Aufschlag.
Gleiche machst du dann bei dem C-Akkord, nur dass du eben natürlich dann die A-Seite anschlägst, weil der Mittelfinger ja auf der Seite greift. Und das Gleiche bei dem G-Akkord, nur dass du da jetzt die E-Seite anschlägst. Und dann zweimal hier anschlägst und dann G- und H-Seite gleichzeitig anschlägst. Also. Kommen wir zu dem Lauf. Du schlägst die leere A-Seite an, schlägst dann einen Hammer-on, das heißt, du haust mit dem Zeigefinger, ohne anzuschlagen, nochmal mit der Schlaghand, in den zweiten Bund rein und erzeugst damit den Ton. Wirklich mit der Fingerspitze, nicht so hier mit der Fingerfläche oder sowas, mit der, dass du da auch das erstmal übst, hier einen Ton zu erzeugen. Dann schlägst du die leere D-Seite an. Dann greifst du im zweiten Bund auf der D-Seite und schlägst nach oben an. Machst einen Pull-Off, das heißt, du ziehst die Seite nach unten weg hier mit deiner Greifhand. Und dadurch entsteht wieder ein Ton, weil du die leere Seite dann wieder hörst. Dann spielst du wieder im zweiten Bund auf der A-Seite. Das machst du auch mit einem Aufschlag. Leere A-Seite mit einem Abschlag gespielt. Und wieder einen Hammer-on in den zweiten Bund auf der A-Seite. Und dann wieder. So, bei der Wiederholung wird jetzt Folgendes gemacht. Wir kommen hier bei dem G an. Leere G-Seite mit einem Aufschlag gespielt. Dann machst du einen Abschlag und greifst im zweiten Bund auf der G-Seite. Machst wieder ein Pull-Off. Und schlägst nochmal die leere G-Seite an. Also leere G-Seite, zweiter Bund mit Abschlag, Pull-Off und wieder Aufschlag. Und das ganz Gleiche machst du dann mit dem vierten Bund. Dann schlägst du aber am Schluss nicht noch einmal die G-Seite, sondern die D-Seite an. Und machst dann ein Bending im fünften Bund auf der G-Seite mit dem Ringfinger. Also das Ganze nochmal. Das ganze Riff. Wiederholung. Geht es dann los. Da kannst du dann im weiteren Verlauf des Stückes erstmal wirklich nur die Akkorde so legen. Und dann kommt im Refrain selber nach 4 Mal am Schluss nach dem G nochmal F, C und dann geht es in das erste Gitarrensolo rein. Ja, dieser Akkordwechsel F und C kommt ein paar Mal in dem Stück vor, nur dass du schon mal weißt, wie du die greifst. Ringfinger in den dritten Bund auf der A-Seite, kleine Finger in den dritten Bund auf der D-Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite und Zeigefinger im ersten Bund auf der H-Seite. Du kannst jetzt hier, musst du aber nicht mit dem Daumen noch im ersten Bund greifen. Es reicht auch, wenn du die inneren 4 Saiten spielst und die beiden E-Saiten weglässt, die beiden äußeren. Und für C-Dur nimmst du den kleinen Finger hoch und setzt den Mittelfinger in den zweiten Bund auf der D-Seite. Ring und Zeigefinger bleiben da, wo sie vorher waren.
Aber so hast du einen Überblick über alle Akkorde, die du brauchst. So, ich hoffe, du konntest viel lernen in diesem Tutorial und hast jetzt ganz viel Spaß an Sweet Home Alabama. Für viel mehr Videos, Tutorials, Kurse zum Thema Gitarre, schau mal auf meiner Webseite dabei. Da gibt es wirklich noch viel mehr als bei YouTube, was ich da anbiete. Unter anderem findest du da auch meinen kostenlosen Crashkurs. Da kriegst du nochmal alles, was du an Basiswissen brauchst zum Thema Gitarre, mit auf den Weg. Schön kompakt. Da ist auch ein E-Book dabei. Da stehen nochmal die wesentlichen Akkorde, auch wie die wir jetzt hier gelernt haben, nochmal schwarz auf weiß drin. Es lohnt sich also da vorbeizuschauen. Der Crashkurs ist vollkommen kostenlos. Das steht alles hier unten in der Videobeschreibung. Also ich würde mich freuen, dich dort zu begrüßen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao!